zu meinem Bibi-Tag. Kennt ihr noch Bibis Beauty Palace? Unter diesem Namen startete Bianca Heinicke 2012 ihre Karriere als Influencerin auf YouTube. Bodysprays von Velour. Bianca teilt Beauty-Content und ihr Privatleben mit Millionen von Menschen. Also einfach übelst Happy Couple, die Zukunft kann beginnen, Next Step. Aber wir sind natürlich trotzdem voll frei. Genau, was mich am meisten interessiert hat. Immer nur sie persönlich und wie es ihr geht und warum. Und dieses Gefühl, sie zu kennen halt, das hält mich dran. 2022 kommt plötzlich der Cut. Bibi trennt sich von ihrem Ehemann Julian. Sie produziert keinen Content mehr und verschwindet von den Bildschirmen. Junge Bibi, melde dich mal wieder hier auf Instagram, poste mal wieder was, mach Stories von dir, dass du lebst, keine Ahnung, aber voll frech von dir, uns alle hier einfach sitzen zu lassen, während von Julian täglich 20 Stories gemacht werden auf Insta und von dir einfach nix. Der Schock sitzt tief und die Gerüchteküche kocht. Das ist so krass. Fans kommentieren auf Instagram immer noch alte Posts von Bibi. Viele wollen wissen, wie es ihr geht und schreiben, dass sie vermissen. Warum haben viele so starke Gefühle, wenn es um das Privatleben einer Influencerin geht? Und hat das etwas mit den InfluencerInnen selbst zu tun, wie sie arbeiten und sich präsentieren? Hallo, ich bin Hans. Hi, ich bin Maxi. Wir studieren empirische Kulturwissenschaften in Würzburg. Und in Wahrheit fühlen wir uns richtig unwohl, uns abzufilmen. Ja, so vor der Kamera, das ist schon verrückt. Influencer filmen sich ja jeden Tag. Deswegen wollen wir es jetzt mal irgendwie wissen, was es damit auf sich hat. Wir fragen mal nach. Okay, Influencerinnen geben uns keine Antwort. Deswegen... Ja, jetzt haben wir beschlossen, wir werden uns mal mit Followerinnen in Verbindung setzen. Ich bin gerade auf dem Weg zu Petra, um über ihren Social-Media-Konsum zu sprechen. Die verfolgt Bibi schon seit ganz langem, schon fast vom Anfang, aber möchte nicht gern mit ihr in Verbindung gebracht werden. Kann ich irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Weil ich mich halt einfach nicht so für Schminkvideos interessiere, habe ich den ganzen Anfang so ein bisschen geskippt und immer nur geguckt, wenn sie irgendwelche Lebensupdates gepostet hat. Irgendwas, wo ich Teilhabe an ihrem Leben habe einfach. Irgendwie nehme ich ihr viel ab vor der Kamera, also die haben sich ja auch in ihren Videos so angezickt oder so, das fand ich immer gut. Aber trotzdem hätte man mit der Trennung oder so jetzt nicht so. Petra würde sich nicht als Fan bezeichnen. Sie interessiert sich nicht für den Content zu Make-up und Co. Trotzdem verfolgte sie täglich, was es bei Bibi Neues gab. Also es vergeht schon auch eher kein Abend, an dem ich das nicht alles anschauen will. Höchstens, wenn ich halt mal bei Freundinnen bin oder unterwegs bin oder so. Aber selbst dann denke ich schon beim Nachhauseweg, ah ja komm, eine halbe Stunde hast du mindestens noch, da machst du halt. Also das ist immer so diese Gefühlsnullung, aber in einer angenehmen Form. Und dann ist mir auch egal, welche Gefühle dann dort reingespült werden, weil das sind so die Handygefühle. Das sind irgendwie nicht so doll wie die echten. Echte Gefühle? Handygefühle? Klingt zwar irgendwie relatable, aber was könnte das sein? Kann uns hier die Kulturwissenschaft weiterhelfen? Wissenschaften, zum Beispiel die Psychologie oder Literaturwissenschaften, erforschen Gefühle auf ihre Weise. Seit einiger Zeit beschäftigen sich auch KulturwissenschaftlerInnen intensiver mit dem Thema Emotionen. Monique Scheer hat die kulturwissenschaftliche Emotionsforschung sehr geprägt. Sie nimmt Gefühle als kulturelle Praxis in den Blick. Da steht, wir haben unsere Gefühle nicht nur, wir tun sie. Was soll das jetzt heißen? Das muss uns jetzt irgendwer genauer erklären. Sarah Ulrich will uns damit helfen. Okay. Sie forscht für ihre Doktorarbeit So. am Berliner Institut für Europäische Ethnologie zu digitalen Praktiken. Mit ihr haben wir uns über die Emotionstheorie von Monique Scheer unterhalten.
In der kulturwissenschaftlichen Diskussion oder bei Monique Scher in dem Text speziell geht es dann eben darum, dass auch Emotionen etwas sind, das wir in sozialen Interaktionen erlernen. Und eben auch Emotionen sind wie alle Handlungen, wie alle Ausdrucksformen jetzt eben nichts, das nur individuell ist, nur subjektiv, sondern eben auch etwas Gesellschaftliches, etwas Soziales, etwas Kulturelles und so weiter. Diese Perspektive ist für Monique Scher besonders wichtig. Sie formuliert für das emotionale Handeln einen eigenen Begriff: Doing Emotion, also Gefühle machen. Ein Beispiel. Wenn ihr Leute fragen würdet, so warum lächelt ihr auf Urlaubsfotos, so da würden euch wahrscheinlich auch alle mal so, so, also ist ja klar, weil man das halt macht. Was für eine blöde Frage. Also es ist dann so, man weiß halt, wie man sich verhalten muss und wie man sich fotografieren muss. Und ich würde dann schon sagen, dass so die Emotion als etwas, das verbindet, eine ganz wichtige Rolle spielt. Also auch in so einer Art von digitalem Community Building beispielsweise, wo es natürlich auch viel darüber geht, dass man Erfahrungen und Emotionen miteinander teilt. Sarah hat erklärt, Gefühlsäußerungen sind eine erlernte Kommunikationsform. Und wenn Menschen Gefühle miteinander teilen, kann daraus ein Wir-Gefühl entstehen. Warum hast du das Gefühl, sie zu kennen, glaubst du? Weil sie schon suggeriert, dass alles freundschaftlich ist. Weil sie mit mir durch die Kamera ja spricht, wie mit einer Person, vor der sie sich wohlfühlt, weil sie sich vor der Kamera wohlfühlt. Aber ich kriege ja nur, bei mir kommt ja nur ihr Gesprächsteil an. Deshalb nehme ich sie ab, weil es fühlt sich vertraut an. Und das, obwohl Bibi nicht zu Petra, sondern zu einem unbekannten digitalen Publikum spricht. Haben digitale Medien Einfluss darauf, wie wir fühlen? Wenn ich eben das Handy vor mir habe oder wenn ihr euch jetzt abfilmt, also wenn Medien irgendwie mitspielen, dann verändert das die Praktiken. Und wenn ich dann aber weiß, diese Kamera läuft und dann eben auch so dieses Wissen darum, okay, das heißt eben später werden dieses Video Tausende, manchmal ja Millionen von Menschen sehen, dann macht es natürlich was mit einem. Medien beeinflussen also nicht nur, wie wir uns verhalten, sondern auch, wie wir fühlen. Können wir denn überhaupt den digitalen Raum noch von unseren emotionalen Erfahrungen trennen? Gibt es Handygefühle und echte Gefühle, wie Petra vorhin gesagt hat? Auch digitale Medien, soziale Medien sind ja inzwischen auch etwas, das zu unserem Alltag dazugehört. Das ist jetzt kein abgetrennter Teil, das ist nicht die Offline-Welt und die digitale Welt. Und in Relation dazu konstruieren sich dann eben auch nochmal neue emotionale Ausdrucksformen, emotionale Anerkennungsweisen, emotionale Erfahrungen. Weil das eben genau der Punkt ist, so Repräsentation und Ausdruck und wie man sich wirklich fühlt, so das lässt sich halt nicht voneinander trennen. Bei sozialen Medien, was ich vorhin auch gemeint habe, das ist eben auch nicht, es gibt soziale Medien und es gibt das wahre Leben. So, das lässt sich auch nicht mehr trennen. Weil Gefühle Kommunikation sind, entstehen auch mit neuen Kommunikationsmitteln neue emotionale Ausdrucksweisen. Und die, das ist das Wichtigste, verbinden uns miteinander. Also so wie wir ja einfach wissen, wenn ich einer fremden Person begegne, dann schütteln wir uns die Hand. So. Und genauso verständlich ist es, wenn die beste Freundin ein Instagram-Bild postet, dann drücke ich auf das kleine Herzchen. Im digitalen Raum spielen Gefühle eine große Rolle. Vor allem in den sozialen Medien entstehen neue Formen von emotionalen Beziehungen. Das Tun von Emotionen, das Doing Emotion, bekommt also mit digitalen Medien weitere Facetten. Deswegen glaube ich, ja, ist es eben viel interessanter, wie sich das alles gegenseitig beeinflusst. Also wie super spannend ist es, dass nur weil eine Person, die ich persönlich überhaupt nicht kenne, kein Content mehr produziert, dass es ja wirklich viele Leute so stark mitnimmt, dass da jetzt, also wie ihr gemeint habt, noch Monate danach die Forderung kommt, so bitte melde dich. Also ja, sowas. Und dabei ist es dann
ja auch um die Prozesse zu verstehen, ist es im Endeffekt egal, ob die Bibi das alles so gemeint hat oder ob sie wirklich so traurig war oder so happy oder sonst irgendwas. Weil genau, also erstens lässt sich es gar nicht unterscheiden, wahrscheinlich. Also sie selbst könnte das wahrscheinlich auch nicht. Und zweitens ist es, glaube ich, um diese Zusammenhänge nachzuvollziehen, gar nicht wichtig. Bibis plötzliches Abtauchen hat definitiv etwas mit ihren FollowerInnen gemacht. Manche fühlen sich im Stich gelassen von der Influencerin, andere haben immer noch Hoffnung, dass sie wiederkommt. Für die meisten eröffnet es vor allem einen Spielraum für eigene Gedanken dazu, was bei Bibi los sein könnte. Oder wenn es auch um ihr Privatleben geht, dann ist es ja nur immer bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist ja auch gut so. Aber deshalb kann man eigentlich nicht wissen, was abgeht. Ja, finde ich auch. Aber das ist ja auch irgendwie interessant, weil dann bleibt ja auch Spielraum, um das einfach rein zu fantasieren. Wie wohl das wahre Leben richtig ausschaut und so. Okay. Wir untersuchen Gefühle also nur als kulturelle Praxis. Wir könnten zum Beispiel untersuchen, wie sich Bibi in kulturelle Vorstellungen von Weiblichkeit, Happiness oder Mütterlichkeit einfügt. Aber so privat, da lassen wir sie besser einfach in Ruhe. Ja.